Hey, also nee, seit Jahrzehnten hat etwas gegolten, das plötzlich nicht mehr gelten soll beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Wer hat sich denn das nun wieder ausgedacht? APA, wie jetzt? Echt, die amerikanische Psychologenvereinigung. Die sorgen jetzt dafür, dass meine jahrelang verbreiteten Lektionen zum richtigen Zitieren mal eben falsch sind oder zumindest kräftig zu korrigieren, zu entschärfen. Konkreter. Das VGL-Punkt vor indirekten Zitaten soll entfallen? Seitenzahlen in den Kurzbelegen von nicht wörtlichen Zitaten, also den meisten überhaupt, verzichtbar? Warum? Die Verlagsorte bei den exakten Angaben im Quellenverzeichnis, weg damit? Das Abrufdatum einer zitierten Internetquelle, gestrichen? Da hat uns der Zitierstil der APA 4 Zähne gezogen und somit ernste Lücken geschlagen. Also, der Zitierstil APA kommt hier und heute nun auf den Prüfstand. Ich bin Martin Gärtler von ForschenLernen.jetzt mit den FAQ zum wissenschaftlichen Arbeiten und den Webinaren und so weiter. Und von wissenschaftlichesarbeiten.support mit den Online-Kursen. Und der von promotionsbegleiter.de, der schon so manche richtig gute berufsbegleitende Doktorarbeit zur Promotion gebracht hat. Und das auch weiterhin vorhat. Daher mein Erschrecken und daher dieses Tutorial. Haben sich wirklich von heute auf morgen oder sage ich besser von gestern auf heute die Zitierbedingungen und Zitiervorgaben verändert? Dies wollen wir heute beantworten und lösen. Wie immer gibt es auch diesmal natürlich wieder einen Bonus, also eine Zugabe. Heute verrate ich allen unter euch, die darauf angewiesen sind, mit APA als Zitierstil zu arbeiten, weil die Uni oder der Verlag das so wollen, einen Hack, nämlich wie ihr weiterhin dem Zitierstil APA folgen könnt, ohne dass ihr eure Arbeit unüberprüfbar macht. Nun kommen wir zum Prüfstand. Und auf den kommen die 4 eingangs bemängelten Streichungen bei APA. Starten wir mit der Veränderung Nummer 1. Das VGL-Punkt vor dem Kurzbeleg zu einem nicht wörtlichen Zitat soll nicht mehr gesetzt werden. Schauen wir uns das erst einmal im sogenannten deutschen Zitierstil an, dem mit den Fußnoten. Damit sind wir alle hierzulande an den Hochschulen groß geworden. Dort wurden unsere Standards gesetzt und da gibt es das VGL-Punkt natürlich weiterhin. Ich habe uns dazu 4 typische Quellen ausgesucht und mittels Zotero, dem international verbreiteten Quellenverwaltungsprogramm, die Kurzbelege in den Fußnoten sowie das Quellenverzeichnis generiert. Wir sehen als Quellen ein Buch, einen Buchteil, einen Journal-Artikel und eine Webseite. Sie alle habe ich in den Kurzbelegen, also den Fußnoten, mit dem weiterhin üblichen Hinweis VGL-Punkt versehen, selbstverständlich. Er bedeutet, dass ich als Autor meines Textes mich auf Quellen beziehe, die ich hier nicht wörtlich wiedergebe. Bei wörtlicher Wiedergabe, die wir nur äußerst selten vornehmen, entfällt der Zusatz VGL-Punkt. Gemeint ist mit dem Zusatz, dass sich die Lesenden und Prüfenden bitte meine Verweise auf jene Quellen selbst anschauen mögen. Vergleichen Sie bitte. Ich finde, das ist nach wie vor korrekt und macht auf den ersten Blick erkennbar, dass ich hier keine wörtlichen Zitate eingebracht habe. Wenn Studierende ihre wissenschaftlichen Arbeiten an unseren Hochschulen in englischer Sprache verfassen, nutzen sie statt der Abkürzung VGL-Punkt die Abkürzung CF-Punkt. Das ist lateinische Sprache, Conferatur. In Englisch bedeutet das Confer und meint Compare, Vergleiche. Wir sehen, diese freundliche und zugleich hilfreiche Abkürzung hat international Tradition. Verlassen wir jetzt unsere Fußnotenwelt, die in dieser Darstellungsform international tatsächlich veraltet ist, und schauen uns die aktuelle Version 7 von APA an. Hier werden die Kurzbelege in Klammern im laufenden Text gesetzt, nicht in Fußnoten. Keine CF-Punkt-Angaben, keine VGL-Punkt gibt es dort. Und das begann schon vor über 10 Jahren bei Erscheinen der APA-Version 6. Nun stellen wir uns kritisch 2 Fragen. Erstens, welche Verbesserung hat das Weglassen des VGL-Punkt gebracht? Leser und Prüfer wurden durch diesen Zusatz eingeladen, die Formulierungen des Verfassers einer Arbeit mit denen der Quelle zu vergleichen. So, meine Bewertung, eine substanzielle Verbesserung war das Weglassen bei APA offenbar nicht. Es führte allenfalls im Verlauf einer wissenschaftlichen Arbeit zu insgesamt ein paar weniger zu druckenden Textzeilen. APA versteht sich nämlich nicht nur als Zitierstil für wissenschaftliche Arbeiten, sondern auch als Textstil, zumindest in seinen Fachgebieten,
Und so sollt ihr dort schreiben. Naja, ein paar Zeilen weniger Text, weniger Bremsen beim Lesen durch CF-Zusätze, das sind keine substanziellen Verbesserungen, sondern Schönheitsfragen. Zweite kritische Frage dazu: Muss der aus gutem Grund auch international übliche Zusatz CF, VGL, aus reinen Schönheitsgründen zwangsweise gestrichen werden aus unseren Lehrbüchern und unseren Journalbeiträgen und so weiter? Ich sage nein. Aber wenn jemand etwa von einem Verlag aufgefordert wird, diesen streng genommen nicht aufs richtige Zitieren, sondern aufs schönere Schreiben ausgerichteten Regeln von APA zu folgen, spricht nichts dagegen. Es fehlt deswegen nichts für mich als Prüfer, zum Beispiel eines Peer-Reviewed Artikels oder einer Dissertation, denn ich kann immer noch eigeninitiativ die Quellen aufsuchen und deren Verwendung durch den Verfasser überprüfen. Vorausgesetzt, dass alle für die Überprüfbarkeit notwendigen Quellenangaben auch vorliegen. Und da werden wir nun strenger mit APA ins Gericht gehen müssen. Denn die 3 nächsten Veränderungen, die APA sich vermutlich auch aus Gründen akademischer Schönheit ausgedacht hat, sind leider No-Gos. Sie gehen so gar nicht. Sie setzen das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit schachmatt. Damit zu den 3 anderen Veränderungen, die ich euch zur gemeinsamen Prüfung angekündigt hatte. Da sie alle 3 meine Aufgaben als Prüfer tatsächlich nicht nur betreffen, sondern beeinträchtigen, stelle ich nun nicht wie eben noch kritische Fragen in die eine und die andere Richtung, sondern prüfe die 3 Punkte in ihren Auswirkungen für die wissenschaftliche Qualitätssicherung. Veränderung Nummer 1 hatten wir abgehakt mit diesem Befund: Das Streichen von den Zusätzen Vergleiche CF kann man gefahrlos machen. Okay. Veränderung Nummer 2 betrifft eine, die schon mit APA Version 6 im Jahr 2009 Einzug genommen hatte, nämlich das Weglassen der Seitenzahlangaben bei Quellen, die wir nicht wörtlich zitieren. Schon vor 10 Jahren erlebte ich es, dass eine Doktorandin mit einer ersten Manuskriptversion ankam, in der die Seitenzahlen zu den genutzten Quellen stets fehlten. Wörtliche Zitate waren sowieso längst verpönt. Sie gelten inzwischen auch in Deutschland mit den Verbesserungen des Wissenschaftsurheberrechts als unzureichende Auseinandersetzung mit Quellen. Nun lagen da 200 Textseiten auf meinem Tisch. Und nicht eine einzige, nicht wörtlich zitierte Quelle hätte ich überprüfen können. Nun gut, bei Webseiten gibt es keine Seitenzahlen, aber bei Büchern, bei PDF-Dokumenten, bei Journalbeiträgen, also bei der absoluten Mehrzahl an verwendeten Quellen. Woher kommen Sie auf die Idee, diese Seitenangaben wegzulassen, fragte ich die Verfasserin. Das sind die Vorgaben bei APA, war ihre Antwort. Und die Uni wollte, dass alle APA nutzen. Mein Hinweis, dass ich die Arbeit nicht prüfen kann ohne vollständige Quellenangaben, also inklusive den Seitenangaben zu den Fundstellen ihrer Quellen, führte zu einer mehrwöchigen Nacharbeit der Kandidatin. Dafür möchte ich euch bewahren. Daher mein dringender Hinweis: Prüft kritisch, inwieweit Zitierstile wie APA und Harvard, um die beiden am häufigsten genutzten Stile zu nennen, wirklich sicherstellen, dass alles Benötigte in den Kurzbelegen drin ist. Dort haben die Seitenzahlen ihren Platz. Und in den vollständigen Angaben im Quellenverzeichnis eurer Arbeit ebenfalls alles vorhanden ist. Damit komme ich zur Veränderung Nummer 3 bei APA, dem Weglassen des Verlagsortes in den als vollständig zu erwartenden Quellenangaben im Quellenverzeichnis. Sowie zur Veränderung Nummer 4, Weglassen der Angaben zu den Abruftagen von den zitierten Webseiten, den Internetquellen. Dazu zeige ich euch jetzt nebeneinander wieder die 4 Quellenbeispiele, und zwar links APA Version 6 und rechts die aktuellste APA Version, die 7. Lasst mich mit Blick darauf nun kurz begründen, warum auch diese beiden Verschlankungen, Verlagsnamen raus und Abrufdatum von Webseiten raus, für Schlankheitsfanatiker optisch bestimmt angenehmer sein mögen, aber substanziell schädlich sind und daher inakzeptabel. Veränderung Nummer 3, das Weglassen des Verlagsortes, hatte offenbar Einzug gehalten mit der APA Version 7 im Jahr 2019. Die APA Version 6 aus 2009 enthält jedoch noch die Angaben zu den Verlagsorten. Vor einigen Jahren traf ich bei einer Forschungsreise nach Florida auf einen Mediziner, der ein wissenschaftliches Buch über die Rolle der Ernährung für den Erhalt der Gesundheit verfasst hatte. Viele 100 Seiten stark. Bei seiner Lesung in Florida kaufte ich es. Er signierte mir das Buch und ich nahm es mit nach Hause nach Deutschland. Eine ins Deutsche übersetzte Ausgabe gab es noch nicht, aber
Ich wollte das Werk auch anderen zur Einsichtnahme geben, also bestellte ich es mir beim örtlichen Buchladen. Wenige Tage später war es da. Ich wollte darüber einen Beitrag schreiben und stieß dann auf die Überraschung, dass die beiden gleichnamigen englischsprachigen Bücher nicht nur leichte Gestaltungsunterschiede auf dem Umschlag zeigten, sondern dass auch durch etwas unterschiedlichen Textsatz und in unterschiedlicher Größe eingesetzte grafische Elemente die Seitenzahlen gleicher Textpassagen zunehmend voneinander abwichen. Da fiel der Groschen, wie man so sagt. Das zunächst in den USA erschienene Buch kam in Europa fast gleichzeitig in der gleichen Sprache auf den Markt. Aber nicht als Import per Schiff herübergeschafft, sondern als parallel laufende Herstellung in England. Na klar, auch die ISBN-Angaben waren nicht mehr identisch. Dasselbe Werk ist nicht immer dasselbe. Und denken wir auch an einen Verlag wie Springer, einen der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Die haben Niederlassungen und Produktionsstätten in aller Welt. Deswegen brauchen wir nach wie vor als Bestandteil unserer Quellenangaben auch den Verlagsort, nicht nur den Verlagsnamen, damit man auch das richtige Buch zum Prüfen ziehen kann. Das ist seit Jahren und Jahrzehnten irgendwann Standard geworden. Jahre zuvor gab man nur den Verlagsort an und jetzt dreht APA 7 die Uhr wieder zurück und streicht den Verlagsort. Also wir müssen bei den vollständigen Angaben von Verlagsort und Verlagsname bleiben können. Auch die Veränderung Nummer 4, das Weglassen des Abrufdatums von Internetquellen, hatte offenbar erst Einzug gehalten mit der APA Version 7 im Jahr 2019. Die APA Version 6 aus 2009 enthält noch die Angaben zu den Abruftagen der verwendeten Internetquellen, also Webseiten, gegebenenfalls auch PDF-Dateien. Warum brauchten wir bisher diese Angaben? Die Antwort ist einfach. Da Internetquellen jederzeit verändert werden können, natürlich auch die online bereitgestellte PDF-Datei, ist nicht sichergestellt, dass ich als Prüfender am Tag meines Abrufs einer solchen Quelle dasselbe zu sehen bekomme wie Wochen zuvor die Verfasser, deren Einreichung ich gerade zu prüfen habe. Sollte sich mir ein anderer Sachverhalt beim Abruf des Links der Quelle zeigen, als in der vorgelegten Arbeit geschildert wird, kann ich diesen Unterschied aufgrund der bisher üblichen und selbstverständlich weiterhin notwendigen Angabe des ursprünglichen Abrufdatums womöglich nachvollziehen. Leider gibt es ja im Internet, außer bei Angeboten wie Wikipedia, keine für jedermann einsehbare Versionierung der veröffentlichten Inhalte. Bei Büchern sorgen dafür die Angaben der Auflage. Die wurde bei APA nicht gestrichen. Deswegen bleibt nur die Beibehaltung der Pflicht zur Angabe des Abrufdatums von Online-Quellen durch die Verfasser der eingereichten Arbeit. Macht das bitte weiterhin. Eine Alternative wäre die Pflicht zum Download der referenzierten Online-Quellen und Verfügbarmachung der Dateien auf einer beigefügten Daten-CD. Das könnte aber zu urheberrechtlichen Problemen führen. Die mancherorts übliche Pflicht, das online gefundene im Anhang abzubilden, führte meist zu unlesbar kleinen oder unscharfen Ausdrucken. Der Minimalkonsens zum Erhalt der Überprüfbarkeit solcher Quellen war es nicht nur, sondern ist es auch weiterhin, die exakte Angabe des Abrufdatums im Quellenverzeichnis einzubringen. Zeit für ein Fazit. Änderung 1, Wegfall von VGL. Unwesentlich, kann hingenommen werden. Änderung 2, Wegfall der Seitenangaben in Kurzbelegen, verletzt das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit, kann also nicht akzeptiert werden. Änderung 3, Wegfall der Ortsangaben der Verlage, verletzt ebenfalls das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit, kann also nicht akzeptiert werden. Änderung 4, Wegfall der Abrufdaten von Online-Quellen, verletzt ebenfalls das Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit, kann also nicht akzeptiert werden. Basta. Was tun? Nun, ich selbst werde weiterhin meine Bücher mit dem alternativen Harvard-Zitierstil und dem Quellenverwaltungsprogramm Zotero überprüfbar publizieren. Ich bleibe bei VGL. Bei der zwingenden Angabe von konkreten Seitenzahlen der genutzten Quellen, bei der zwingenden Angabe der Verlagsorte und bei der zwingenden Angabe der Abruftage von verwendeten Online-Quellen. Einfach umsteigen auf Harvard und alles wird gut. Harvard beschränkt sich, wie schon der deutsche Fußnotenstil, aufs Wesentliche der Aufgabe eines Zitierstils. Aber was ist, wenn ihr euch dennoch den bemängelten Veränderungen bei APA unterwerfen wollt oder sollt oder gar müsst?
Dann braucht ihr nicht in Schönheit zu sterben, sondern mal eben dranbleiben. Jetzt kommt der angekündigte APA-Hack. Mit ihm könnt ihr APA nutzen und doch nicht riskieren, dass euch die eingereichte Arbeit als nicht prüfbar und als nicht bestanden zurückgegeben wird. Mein Tipp, mein Hack: Nutzt allein schon zur Betriebssicherheit eurer Zitiermechanik das Quellenverwaltungsprogramm Zotero und den dort aktivierbaren Stil APA 6. Das ist der offizielle Stil von APA und selbstverständlich ist auch die Version 6 weiterhin nutzbar. Es hat von 6 zu 7 keine wirklich relevante Änderung im Zitierstil selbst gegeben, außer jenen Weglassungen. Also weiter mit APA 6. Nun könnt ihr dort problemlos der Änderung 1 ausweichen, wonach VGL oder CF nicht mehr vorgesehen seien, indem ihr diesen Zusatz eigenverantwortlich beim Einbringen der Quelle durch Zotero selbst einfügt. Und zwar dort, wo ihr ihn an der Stelle präfix einfügen könnt. Also den weiteren Kurzbelegbestandteilen vorangestellt. Dies könntet ihr übrigens auch bei Verwenden der APA Version 7 in Zotero noch tun. Mit Version 6 wie auch Version 7 könnt ihr weiterhin ebenfalls der Änderung 2 in den APA-Vorgaben ausweichen, die schon seit Version 6 gelten, indem ihr wiederum beim Einfügen der Daten für den In-Text-Kurzbeleg immer auch die konkrete Seitennummer oder den Seitenbereich eures Quellenfundes mit Zotero im Feld Seite einfügt. Da APA ja die Seitenzahlangaben bei wörtlichen Zitaten noch vorsieht, steht dieser Weg natürlich auch für alle Zitate offen, also auch die nicht wörtlichen. Und sie werden dort benötigt. Ohne Seitenzahlen in den Kurzbelegen müsst ihr halt in verschlankter Schönheit sterben. Solche Arbeiten sind nicht überprüfbar, werden abgelehnt. Amen. Und ihr könnt nun auch die dritte Änderung von APA Version 7 hacken und die Verlagsorte weiterhin automatisch im Quellenverzeichnis mit ausgeben durch euer Zotero, aber nur unter der Verwendung der Zitierstildateien zu APA 6, nicht aber mit der Datei zu APA 7, denn dort werden die zu den Metadaten gehörigen Ortsnamen schamlos weggelassen. Ähnlich ist es mit der vierten Änderung von APA Version 7, wonach keine Abrufdaten eurer Online-Quellen mehr im Quellenverzeichnis mit ausgegeben werden. Das ist, wie schon bei der dritten unerwünschten APA-Änderung, nur zu umgehen, wenn ihr einfach weiterhin als Ausgabestil die APA Version 6 verwendet statt der 7. Und zack, euer Hack funktioniert. Alles geht nun doch so wie benötigt, mit Version 6. Mit diesen Tipps habe ich euch hoffentlich wirksam geholfen, langwierige Nacharbeiten zu vermeiden, weil APA euch sonst zu einem wirklich nicht hilfreichen Abspecken verführt hätte. Notiert euch die Gefahren durch die unkritische Nutzung von APA und die Argumente, wenn ihr erkannt habt, dass auch ihr die bisher erwartete Sorgfalt weiter pflegen wollt. Tragt das bei Bedarf euren Betreuern vor und ich bin mir sicher, dass sie eure Sorge und eure Umsetzungsweise dann auch verstehen und akzeptieren. Bald gibt's bei YouTube mein nächstes Tutorial. Abonniert am besten unseren Kanal Forschen lernen und aktiviert auch die Benachrichtigungen. Dann erfahrt ihr nämlich sogleich, wenn es hier wieder weitergeht. Macht's gut. Bis bald.